genau das Gleiche. Wie ich auch sage, dass Sie wissen müssten, warum, wieso, weshalb wir heute hier beisammen sein können. Dass jeder auch wirklich ein Ziel hat, zielstrebend ist und dass er sich selbst jetzt wichtig nimmt. Er kann nicht sagen, wenn, in dem Fall kann die Frau nicht sagen, mein Mann ist tonangebend, er bestimmt. Dann bringt der Mann die Frau schon um den Willen. Umgekehrt, wenn die Frau bestimmt, dann kann der Mann nicht sagen, meine Frau ist bestimmend. Erst muss doch jeder selbst für sein Wohl, für sein Heil sorgen. Erst muss er Lebenserfahrung haben. Erst muss er über das Wissen verfügen, wer er selbst ist. Selbstverständlich muss einer in der Familie sein, der den Ton angibt. Aber ob und inwieweit er Recht hat, ob und inwieweit er hierin verpflichtet ist, in den meisten Familien ist es ja so, dass einer den anderen tyrannisiert, dass der eine den anderen schikaniert und dass der eine den anderen niemals das Gute gönnt, erst recht nicht wünscht. Denn da ist der Hass und der Neid genauso gewachsen wie überall und in allem genommen. So ist es im Großen und Ganzen. Das alles, liebe Freunde, muss nicht sein. Genau das Gleiche in den Verwandten- und Bekanntenkreis. Wie wollten Sie da ein gutes, ein wirklich göttliches Leben führen? Wie wollten Sie da die Ruhe beibehalten, wo Sie um die heiligste Ruhe, wie sie es ist, gebracht worden sind? Dass Sie gestört sind. Und von hier aus, das sind die Wurzeln, wo die Menschen überhaupt kranken, wo sie Störungen in ihrem Körper empfinden. So der Mensch aber weiß und auch das Wort Ruhe für das Allerheiligste in sich aufnimmt und alles dazu tut, um sie nicht zu verlieren, dass er die himmlisch, die göttliche Ruhe bei sich behält, dass er so viel Kraft aufnimmt, dass er sich von so vielem überzeugt, dass ihm kein Mensch etwas vormachen kann, denn so viel Interesse müsste er aufbringen, dass er ihn belehren kann. Und wie wenn er dann ein Wort sagt, bitte lass mich in Ruhe, ich brauche die Ruhe, ich habe sie nötig und bring mich nicht um diese. Das eine Wort der Bitte müsste den Menschen seinen Nächsten genügen. Aber das Überhörte, das ist Macht der Gewohnheit. Ob der da bitte, bitte, bitte sagt, das ist ihm gleich. Hier verfolgt der eine und der andere, das heißt so sein Ziel, aber nie das, was er verfolgen müsste. Ich frage Sie, Freunde, wie wäre es wohl möglich, dass Sie Ihre Nächsten belehren können? Doch nur dann, wenn Sie von dem überzeugt sind, mit dem Sie Ihre Nächsten belehren wollen. Nur aus Überzeugung sprechen. Ich höre zu oft das Wort Meinung. Ich habe es Ihnen in der vorletzten Stunde, ich habe es Ihnen oft gesagt, dann bin ich der einzige Mensch auf dieser Erde, der keine Meinung hat. Ich habe keine Meinung. Ich habe nur eine Überzeugung. Aber mit diesem Wort der Meinung allein, liebe Freunde, damit beruhigt und beschwichtigt der Mensch sich selbst. Und jeder kann zu seiner Meinung vorbringen, kann sie vortragen. Meiner Meinung nach ist dieses, ist das oder jenes richtig. Meiner Meinung nach müssten wir dieses, das oder jenes versuchen. Meiner Meinung nach sollte man das so tun. Meiner Meinung nach gehört ihm eine ordentliche Tracht Prügel. Meiner Meinung nach müsste man ihn von dort raus und dorthin bringen. Meiner Meinung nach müsste man ihn ins Gefängnis führen. Meiner Meinung nach müsste er dauernd hinter Schloss und Riegel kommen und so weiter. Hiermit, liebe Freunde, mit dieser Meinung, mit all diesen vielen Meinungen, die Meinungen zusammengefasst von allen Menschen,
Das ist das größte Unglück, von dem die Menschheit angegangen worden ist. Mit diesem haben sie ein großes Unheil angerichtet. Sie werden nie in der Lage sein, einen Menschen zu beurteilen. Und da sie keine Überzeugung haben, mussten sie ihn verurteilen. Wer gibt ihnen das Recht, ihren Nächsten zu verurteilen? Eher hätten sie ein Recht nicht nur, sondern sie haben sogar die Pflicht, sich selbst zu verurteilen. Wenn sie Erkenntnisse besitzen, wenn sie von vielem überzeugt sind, dann müssen sie sich selbst sagen, pfui, ich muss mich schämen. Ich habe unlängst auch Menschen getroffen, wie sie sagen würden, die zur großen Prominenz zählen, die da gesagt haben, erstaunlicherweise, ja, ich rufe mich jeden Tag selbst zur Ordnung und ich rechne jeden Tag mit mir selbst ab. Aber es sind nicht nur diese Menschen, ich habe auch Menschen, die zu den Ärmsten der Armen zählen, die das auch tun. Aber es sind ganz, ganz wenige Menschen. Die kann ich Ihnen hier an den 10 Fingern abzählen. Ganz wenige sind es. Die mit sich selbst aufräumen, die mit sich selbst abbrechen und die sich selbst Rügen erteilen. Nicht ihre Nächsten. Indem sie sich abends sagen, ja, wie konntest du nur der Frau den Mann oder wie konntest du der Familie oder wie konntest du den Leuten oder den Freundeskreis da zerstören, wie konntest du denen das sagen und wie konntest du das tun? Das ist gemein. Da muss ich wieder hingehen, das wieder gut machen. Da gibt es sehr wenige Menschen. Ich wage nicht zu fragen, wer von Ihnen schon so gewesen ist. Aber hier, liebe Freunde, es ist so leicht, ein Mensch verurteilt. Die meisten Menschen müssen ja ihren Nächsten verurteilen, weil sie ihn nicht beurteilen können. Daran fehlt's. Sie haben keine Überzeugung, sie verfügen nicht über das Wissen und sie sind wirklich nicht in der Lage, hier den Menschen Aufklärung zu geben. Sie wissen nichts. Der eine redet dies, der das, der jenes. Genau auch das, wenn ich 3 Freunde aus dem Freundeskreis heraushole. Und ich gebe jedem einzeln 1, 2 Menschen, die nach außen stehen. Und er soll ihnen Auskunft geben. Jeder kommt und stellt eine Frage. Aber jeder von diesen 3 wird eine andere Auskunft geben. Wenn ich jetzt diese Menschen heranhole, die die Fragen gestellt haben an den Freunden aus dem Freundeskreis, dann sage ich, ja, meine Güte, gerade das Gegenteil haben sie erfahren. Nein, so ist dem nicht. Also damit ist die ganze Arbeit erschwert und damit hat das ganze Beisammensein keinen Zweck. Ein Grund alleine ist ja nur der, da die meisten nicht gewusst haben, wozu diese Gemeinschaftsstunde ist. Er hat das alles noch nicht so wahrgenommen. Es war ihm noch nicht so ernst, er nahm das noch gar nicht als das Heiligste an. Weil doch das Gute zu ihm gehört, hätte er ja wissen müssen. Aber da der Mensch auf das eine Wort Versuch, wie ihm das zu einer Macht, zur Macht der Gewohnheit geworden ist, dieses eine Wort Versuch so in sich aufgenommen, indem er weiter so lebt und auch glaubte, hier Versuche anzustellen, er könnte sich so viel des Guten erschleichen. Er könnte ja mal versuchen. Nein, Freunde, das müsste Ihnen schon geläufig sein, dass hier von meiner Seite schon kein Versuch angestellt wird. Und auch kein Versuch von den engsten Freunden, die schon eine größere Überzeugung haben, sonst würden sie hier für sie nicht einsetzen. Dass auch sie keinen Versuch anstellen, sondern dass sie nur ihre Überzeugung ihnen kundtun. Sie sagen immer wieder, davon bin ich überzeugt. Wenn ihnen auch mal das Wörtchen Meinung so über die Lippen rutscht, dann muss man es noch überhören, denn das liegt noch so in den Menschen drin.